Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute im nebligen Immendingen und ich habe heute für euch den Mercedes EQB dabei. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Was werden wir heute gemeinsam besprechen? Ich habe jetzt die 350er Variante, also die Allrad-Variante mit der höchsten Motorisierung für euch dabei als 5-Sitzer und die werden wir genauer unter die Lupe nehmen. Heißt, wir werden uns die Optik ansehen, den Innenraum, den Kofferraum und ihn auch gemeinsam fahren. Bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Wird sich vor allem hier bei dem EQB lohnen, denn da werdet ihr garantiert gute Leasingpreise bekommen, denn ihr profitiert hier von einer Förderung von bis zu 10.000 € bzw. einer Dienstwagensteuer von 0,25%, was sich auf den Leasingpreis wieder niederschlägt und ihr bezahlt dann quasi nur ein Viertel im Vergleich zu einem Verbrenner. Und jetzt stehen wir schon hier vorne und sprechen über Elektroauto, Verbrenner. Ja, der sieht dem GLB sehr ähnlich. Das ist die elektrische Variante vom GLB, nämlich der EQB. Kann man sich merken, gliedert sich an zwischen dem EQA und dem EQC. Ist also quasi von der Größe genau dazwischen. EQA haben wir euch übrigens auch auf dem Kanal schon gezeigt. Schaut da gerne vorbei, falls ihr eine kleinere Variante sucht. Und wenn wir jetzt hier vorne stehen, haben wir hier die Ausstattungsvariante Electric Art. Ich habe euch oder werde euch noch auf diesem Kanal die AMG-Line vorstellen, die ist auch sehr schick. Hier haben wir jetzt was besonders Schönes und zwar ist es eine rosé-goldene Farbe. Ich weiß, die wird polarisieren, ich finde die ultra schick. Als Mann, weiß ich nicht, schreibt mir in die Kommentare, würdet ihr euch so ein rosé-goldfarbenes Auto kaufen oder nicht? Jan findet es auch ganz gut. So, und jetzt, wenn wir über die Front sprechen, unterscheidet er sich jetzt vom GLB hauptsächlich durch den Kühler. Wir haben jetzt hier eben dieses Black Panel, also eine schwarze geschlossene Front. In der Mitte dann ganz groß der Mercedes-Stern und hier oben nochmal aufsitzend der andere Mercedes-Stern. Und die Besonderheit ist, dass wir jetzt hier eine durchgehende Lichtleiste haben, die in die LED-Leuchten hier wieder reinführt. Serienmäßig gibt es hier LED, sonst keine Matrixlichter. Das ist genauso wie beim EQA und der steht jetzt auch auf der gleichen Plattform wie der EQA, nämlich auf der EVA2-Plattform. Wenn wir jetzt mal an die Seite gehen, sprechen wir vielleicht mal über die Ausmaße und über die Vorteile von diesem Auto. Und ihr seht es jetzt schon, der ist relativ hoch, nämlich 1,67 Meter, 1,83 Meter breit und 4,68 Meter lang. Das sind gute Ausmaße, weil damit kommt man noch mit einem Wendekreis von 11,70 Meter ganz gut durch die Stadt, aber ihr habt sehr viel Platz hier hinten. Im Kofferraum, aber auch auf der Rückbank. Hier ist jetzt die 5-Sitzer-Variante, die bekommt ihr aber auch optional als 7-Sitzer-Variante. Habe ich euch oder werde ich euch auch auf diesem Kanal vorstellen. Interessant ist jetzt, zum Marktstart kommt jetzt erstmal jeweils die Allrad-Variante auf den Markt. Heißt einmal als 300er oder als 350er. Die frontangetriebene Version wie beim EQA wird eben erst später auf den Markt kommen. Und es soll auch noch eine Long-Range-Variante geben. Auf die freue ich mich sehr. Wir haben jetzt hier nach WLTP eine Reichweite von 418 Kilometer ungefähr. Hier unten sitzt ein Akku, der ist 66,5 Kilowattstunden groß. Bei beiden Varianten, also beim 300er und beim 350er. Und ihr habt da auch jeweils die gleiche Reichweite und das ist sehr interessant. Heißt, wenn ihr euch für diese Variante entscheiden würdet, hättet ihr hier einfach mehr ein bisschen mehr Bums beim Fahren. So wäre es genau. Wir fahren hier dann nachher gemeinsam. Was wir jetzt aber machen, ist noch über die Felgen sprechen. Und zwar bekommt ihr 18 bis 20 Zoll. Schaut ihr mir mal an, das ist jetzt eine sehr schicke AMG-Felge. Wäre die jetzt noch ein Roségold, wäre es wahrscheinlich ein Touch zu viel. Gibt es aber auch optional in der Mitte dann nochmal das Mercedes-Logo. Und ihr habt jetzt hier um das Rad herum, also der Radkasten ist jetzt hier mit einem Plastik nochmal versehen. EQB steht hier vorne dran und ihr habt jetzt hier an der Seite auch nochmal so eine kleine Chromleiste. Spiegelkappen auch in Wagenfarbe und ihr seht jetzt hier eine Dachreling, ebenfalls in Chrom, genauso wie die Scheibenumrandung jetzt hier hinten und ihr habt einen CW-Wert von 0,28. Das ist jetzt nicht so gut für ein Auto. Man hat aber trotzdem nicht auf die Dachreling verzichtet. 100 Kilo Dachlast ist vielleicht auch wichtig, vor allem dynamisch. Und wenn wir jetzt am Heck angekommen sind, fällt auch auf, im Vergleich zum GLB hat sich ein bisschen was verändert. Kennzeichen ist runtergerückt, weil wir jetzt hier die durchgezogene Leuchte haben. 4MATIC steht hier nochmal drauf und hier eben die Motorisierung 350 EQB.
Wir haben jetzt hier auch einen Dachkantenspoiler und 2 Finlets an den Seiten. Und für mich von hinten ein sehr schönes Heck. Es ist sehr geradlinig, er sieht irgendwie kantig aus, aber hat irgendwie nicht einen dicken Po, was ich sehr gut finde. Und wenn wir vielleicht noch auf die andere Seite gehen, sprechen wir über das Laden, weil das könnt ihr hier drüben machen. Können wir vielleicht mal gemeinsam hier reinschauen. Wir haben jetzt hier einmal AC oder DC laden. Und ihr könnt ihn jetzt mit bis zu 11 kW laden, dann ist er in 5 Stunden 45 voll. Oder ihr könnt ihn auch eben bis zu 100 kW DC laden. Dann ist er in 3 Stunden voll. Von 10 auf 80%, das ist immer wichtig zu sagen. Und was gibt es eigentlich für Wettbewerber? Es gibt beispielsweise das Tesla Model Y, gibt es auch eben mit 7 Sitzen und es gäbe auch noch den VW ID.4. Der hat meines Wissens nicht 7 Sitze. Und was wir jetzt machen, ist uns gemeinsam den Kofferraum mal anschauen. Geht jetzt hier genauso wie bei VW am Mercedes-Stern auf. Und hier wird es jetzt sehr, sehr spannend, denn wir haben jetzt hier die Variante mit dem größten Kofferraumvolumen. Heißt, wir haben 645 bis 1710 Liter Platz. Das ist sehr viel, schaut mit mir mal rein. Wir haben jetzt hier nochmal so eine kleine Matte, die man hier drüber legen kann als Schutz. Doppelter Ladeboden ist auch vorhanden. Ihr könnt dann eben, wie gesagt, optional hier auch noch eine dritte Sitzreihe dazu konfigurieren, falls ihr mehr als 2 Kinder habt. Und hier gibt es dann auch noch mal die Möglichkeit, eine Ladesicherung reinzumachen. Ich mache die mal richtig rein. So sieht es dann aus. Wenn Jan dann auf die Seite gegangen ist, mache ich die wieder weg. Und wir besprechen jetzt noch, wie die Rückbänke sich umklappen lassen. Und da ist ein kleiner Kritikpunkt. Ich habe jetzt hier an der Seite keinen Haken, wie ich die von alleine umklappen kann. Heißt, ich kann hier nicht irgendwie drücken, sondern ich muss tatsächlich auf die Seite gehen. Das mache ich mal schnell. Ihr bleibt von hinten und schaut mal rein. Einmal. Und ein zweites Mal. Die Mitte klappt dann gleich mit. Und jetzt seht ihr eben diese 1710 Liter Platz. Das ist viel. Ich setze mich hier mal rein beispielsweise und seht das, ich bin 1,64 Meter klein oder groß. Und das ist schon echt ganz gut, oder? Man kann übrigens auch diese Abdeckung noch wegmachen, das mache ich vielleicht auch noch schnell. Jan schimpft mit mir nämlich immer, wenn ich das nicht mache und es euch nicht richtig zeige. So, jetzt seht ihr es auch noch mal in voller Pracht. Großer Kofferraum ist schon mal ein Vorteil. Ladekante ist auch in Ordnung. Nicht zu niedrig, nicht zu hoch. Hat hier auch noch mal so einen Schutz. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist da oben mal drauf drücken. Ihr seht schon, da ist eine elektrische Heckklappe. Sehr komfortabel. Und jetzt gehen wir gemeinsam auf die Rückbank. Ich bin 1,64 Meter groß, habe ich euch ja gerade schon gesagt. Und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Kommt mit. So, wieder umgebaut. Und jetzt ist erstmal interessant zu wissen, ihr habt optional die Möglichkeit, die Sitzbank nach vorne und nach hinten zu schieben. 14 cm insgesamt. Habt aber auch die Möglichkeit, hinten eben die zweite Sitzreihe hinzu zu konfigurieren. Die soll vor allem für Leute, die bis 1,65 groß sind, ausreichend sein. Ich habe die getestet, könnt ihr auch gerne mal ins andere Video reinschauen. Und jetzt schauen wir uns an, wie man die Sitze einstellen kann. Ihr seht ja jetzt hier diese Schlaufe. Ich ziehe die jetzt mal an meiner Seite und ihr seht jetzt, ihr könnt auch die Lehnen in verschiedene Neigungen einstellen. Ein bisschen weiter nach hinten, dann ist es komfortabler. Könnt es aber eben auch hier nach vorne schieben. Dann ist es alles bündig. Na, klappt's? Ja. Dann ist es alles bündig und man sitzt ein bisschen aufrechter. Mittelarmkonsole ist jetzt hier oben erstmal kein Cupholder. Der ist dann hier versteckt an der Seite. Kann man draufklicken und sich hier eben sein Kaffee to go reinklemmen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich oft nutzt hier hinten. Schreibt mir mal in die Kommentare, benutzt ihr da hinten einen Kaffeehalter? Bin gespannt, was ihr schreibt. Und hier ist jetzt ein USB-C-Anschluss. Da wären schon 2 drin gewesen, wie ich finde. Vor allem, wenn man 2 Kinder hinten hat, schlägt man sich doch drum, oder? Sonst ist ja hier hinten alles gut verarbeitet. Auch die Sitze von vorne sehen gut aus. Hier hat man noch so ein kleines Netz. Sitze hier sind auch sehr cool. Vor allem haben wir jetzt hier wieder Roségold, was ich sehr passend finde zur Außenfarbe. Hier bekommt man jetzt übrigens 2-mal Isofix hin. In der 7-Sitzer-Variante bekommt ihr insgesamt 4 Kinder also mit Isofix und vorne dann auch noch mal ein Kind. Schauen wir uns gemeinsam noch die Tür an. Gut verarbeitet hier, alles bezogen. Dieses Element finde ich nicht so schön, weil das so rundlich ist. Ich mag das eher, wenn es geschwungen ist, aber es ist Geschmackssache. Es tut eigentlich auch nicht zur Sache, wie ich das finde. Hier an der Seite habt ihr dann relativ viel Hartplastik, aber viel Platz auch für eine etwas größere Flasche. Was wir jetzt noch gemeinsam machen, ist vorne mal die Motorhaube auf. Ich habe euch ja gesagt, wir haben 2 Motoren, vorne und hinten, aber ich zeige euch trotzdem mal, was sich da unter der Haube verbirgt. Und
Und erstmal ist interessant zu wissen, dass der Motor hinten permanent synchron ist und der vordere Motor eben asynchron ist. Heißt, der hintere ist permanent angetrieben, der vordere schaltet sich immer je nach Bedarf dazu. Schauen wir uns aber nachher bei der Fahrt nochmal genau bei der Energieflussanzeige an. Und jetzt sprechen wir hier über die Leistungsdaten. Und es wird Ihnen ja jetzt erstmal voraussichtlich in 3 Motorisierungsvarianten geben. Frontantrieb und 190 PS, genauso wie der EQA. Es wird ihn auch mit 228 PS geben und mit 292 PS. Und die Variante haben wir jetzt hier. Der hat 520 Newtonmeter, ist in 6,2 Sekunden auf 100. Die 300er-Version in 8 Sekunden. Das heißt, ihr habt hier, wie gesagt, viel mehr Bums. Und fährt von Max 160 km/h. Verbrauch ist angegeben nach WLTP bei 18,1 Kilowattstunden. Wie viel wir verbraucht haben und wie weit wir gekommen sind, erzähle ich euch auch noch im Innenraum. Erstmal möchte ich euch da aber alles zeigen und dann fahren wir gemeinsam los. Kommt mit! Weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum und vielleicht erstmal zu unserem neuen Kooperationspartner. Und zwar ist das Chronext. Von denen habe ich auch diese Uhr hier ausgeliehen bekommen. Und da bekommt ihr bis zu 7000 Uhren von insgesamt 49 verschiedenen Marken. Und da haben wir 2 Codes für euch. Wenn ihr bestellt vom 15. bis 30. November, bekommt ihr da doppelt so viel Rabatt mit dem Code CarCrashSpecial. Ich packe euch das unten in die Infobox. Wenn es außerhalb des Zeitraums sein sollte, könnt ihr trotzdem den Code CarCrash benutzen. Da gibt es nur halb so viel, aber es ist trotzdem noch ein gutes Angebot. Link packe ich euch auch unten rein, falls euch das interessiert. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Sitze an. Und die haben jetzt genauso wie auf der Rückbank eben dieses Roségold hier in der Mitte, hier außen dann sehr weich gepolstert, unten ebenfalls. Also die sind sehr bequem. In dem Fall jetzt manuell einstellbar. Falls euch die elektrischen Sitze interessieren sollten, könnt ihr auch gerne in mein anderes Review reinschauen. Da habe ich die euch gezeigt. Und auch die Kopfstütze ist ja relativ breit gepolstert, aber man kann sie eben auch hier in der Höhe verstellen. Wenn wir jetzt gemeinsam die Tür anschauen, haben wir da erstmal oben einen Knopf für die Sitzheizung. Den habe ich mir sofort angemacht. Wir haben dann ein schönes gemustertes Element. Armauflage ist auch gepolstert. Dieses Element bei den Händen, wo die dann liegen, finde ich nicht so schön. Ihr habt dann einen Fensteröffner und unten auch ausreichend Platz für Flaschen, 1 oder 2 Stück. So, die Fußmatte hier ist ohne Branding oder so. Wir haben hier eine relative Basisausstattung, aber ich finde es gut, die euch mal zu zeigen, weil kann ja nicht immer jeder volle Hütte, oder? Und hier vorne haben wir sehr viele roségoldfarbene Elemente. Einerseits in den Lüftungsdüsen, sehr, sehr schick, kann man jetzt hier so bewegen und kann sie hier auch drehen, was ich cool finde. Drumherum ist übrigens auch Ambientebeleuchtung. Ich zeige euch das mal. Da ist so ein bisschen Ambientebeleuchtung mit integriert. Hier dann auch, beziehungsweise eben in der Tür. Wir haben auch noch ein Handschuhfach, das ist relativ groß und hier oben dann auch nochmal so ein separates Fach, wo man was drauflegen kann, zum Beispiel ein Handy oder wichtige Dokumente. Und wir haben jetzt eine Mittelkonsole, die relativ flach ist, aber dafür relativ breit. Schön mit Klavierlack hier. Man muss Klavierlack mögen. Es gibt einige Nachteile beim Klavierlack, beispielsweise wenn man hier drauf dobt, sieht man das relativ schnell. Und wenn ich jetzt hier aufmache, sieht man den Schlüssel. Das wäre mir jeden Cent wert. Ich finde nämlich dieses Kupfer im Schlüssel sehr, sehr schick. Habe ich euch ja auch schon beim EQA gezeigt. Kann man so auf den Tisch legen und dann weiß jeder, okay, der EQB in Roségold gehört mir. So, jetzt schauen wir mal hier in die Mitte. Da habt ihr dann auch noch, wenn ihr hier drauf drückt, eben Cupholder, die ihr dann auch so rausdrücken könnt. Hier habt ihr dann auch noch mal Platz. Keine induktive Ladeschale in dem Fall, könnt ihr aber optional dazu konfigurieren. Aber ihr habt hier einen USB-Anschluss, da könnt ihr dann genauso laden. Jetzt mache ich hier mal zu. Hier habt ihr dann alles zur Steuerung des Infotainment-Systems und könnt hier vor allem ganz angenehm den Arm ablegen. Ist so ein bisschen wie also ein Mauspad oder so, wenn man die Maus am Laptop benutzt. Hier sind die Fahrmodi, besprechen wir bei der Fahrt und hier habt ihr Shortwahllisten, besprechen wir gleich. Und hier erstmal noch sehr viel Platz eben für einen Geldbeutel oder eine kleine Tasche oder sonstige wichtige Dokumente. Jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir besprechen jetzt alles hier zum Innenraum. Und ich habe jetzt gerade den Sitzheizungscheck gemacht und bei Stufe 3 wird sie sehr heiß. Ich würde euch Stufe 2 empfehlen oder Stufe 1. Und erstmal zum Lenkrad, unten abgeflacht, sehr weich hier mit Leder bezogen, an der Seite perforiert. Dreispeichig, in der Mitte das Mercedes-Logo. Rechts für die Sprachsteuerung alles und ein Lautstärkepegler, sehr gut, kann man hier direkt mitpegeln. Wir haben hier hinten übrigens 2 Schaltpedal, mit denen wir dann die Rekuperationsstufen mit seppen können. Das ist dann D-, D oder D+. Hier habt ihr alles für die Assistenzsysteme und über den Knopf hier könnt ihr da vorne auch noch das Cockpit steuern.
So, was kann man da alles angucken? Eigentlich relativ viel. Wir schauen mal Stile und Anzeige uns gemeinsam an. Wenn ich jetzt hier runtergehe, könnt ihr euch hier eben die Anzeige anpassen lassen vom Cockpit, aber auch vom Infotainment-System. Wird dann alles ein bisschen zurückhaltender. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, muss ich wieder auf den Home-Button klicken, kann hier wieder jetzt zurückswipen. Das funktioniert jetzt hier bei Touch, per Touch. Das muss man sich dran gewöhnen. Man kann es hier aber auch in sportlich einstellen. Das machen wir jetzt mal. Wir haben ja hier die höchste Motorisierung. Optional gibt es auch ein Head-Up-Display, das haben wir in diesem Fall jetzt nicht. Wie gesagt, in meinem anderen Review könnt ihr da gerne auch mal vorbeischauen. Und dann haben wir jetzt hier das Infotainment-System. Und das lässt sich jetzt hier einerseits über dieses Touchpad steuern, ganz einfach, oder eben auch hier vorne per Touch. Und ich klicke jetzt hier mal drauf und möchte euch jetzt die EQ-Anzeigen zeigen. Ja. Man kann hier nämlich eine direkte Suche nach Ladestationen machen, hat hier dann in der Umgebung eine Ansicht, wo ist die nächste Ladestation. Ihr seht, hier sind einige, vor allem in Immendingen beim Testzentrum von Mercedes. Könnt jetzt hier wieder zurückgehen. Und die wichtigste Anzeige ist die Energieflussanzeige, die besprechen wir dann gleich bei der Fahrt. Hier seht ihr dann übrigens auch, hier sind die zwei Motoren und da unten sitzt dann der Akku. Akkufüllzustand habt ihr dann auch noch immer hier drin. Zum Fahrzeug, da müssen wir gleich die Zündung richtig anmachen. Betriebsanleitung ist jetzt nicht so interessant, aber was interessant ist die Navigation. Und da habt ihr jetzt einerseits eine Kamera, die euch genau zeigt, wo ihr langfahren sollt mit so Pfeilen. Das ist für mich Gold wert, weil ich immer total verpeilt bin, wenn ich unterwegs bin. Und es zeigt mir dann auch Jessie in die Straße und nicht in die, mit so ja Pfeilen, die da mitfahren. Und ihr habt vor allem auch interessante Informationen, wenn ihr jetzt hier drauf klickt, weil ihr könnt jetzt hier beispielsweise Ladestopps einfügen. Wenn ihr jetzt aber wieder zurückgeht in die Navigation, stoppen wir das Ganze mal und ich sage mal, hey Mercedes, ja bitte, navigiere nach Offenburg. Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Wo möchtest du hinfahren? Nehmen wir mal Nummer 1. Ja? Ich habe das Ziel an Position 1 eingefügt. Okay, ich habe das Ziel an Position 1 eingefügt. Ich zeige dir den Weg. Dankeschön. Was wir jetzt hier sehen, ist, dass die Electric Intelligence Route berechnet wird. Und was bedeutet die? Das erkläre ich euch jetzt erstmal, bevor das berechnet wird. Und zwar haben wir jetzt hier die Möglichkeit, dass einerseits topografische Daten, das heißt Wetterdaten, aber auch ob wir berghoch oder bergunter fahren, Verkehrsdaten, Verkehrserkennungsdaten werden alle mit einbezogen und auf folgende Dinge transferiert. Einerseits auf die Routensimulation bzw. die Reichweitensimulation. Bedeutet, da wird euch gezeigt, wie weit kommt ihr, dementsprechend, wo ihr langfahrt. Es wird auch die Route eine Ladestation hinzugefügt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es werden auch Ladestationen hinzugefügt, je nachdem, wo man laden muss. Man kann sich auch einstellen, wie hoch die Reichweite beim Ankommen der Ladesäule und beim Ankommen beim Ziel sein soll. Plus, wir haben auch hier automatisch eine Anpassung der Rekuperation, je nachdem, wo wir sind. Heißt, wir müssen uns eigentlich um gar nichts mehr kümmern und es ist viel Lästiges, was dabei wegfällt. Und hier könnt ihr es jetzt mal sehen. Wir haben jetzt hier die Navigation, hier unten dann die Ladezeit von 16 Minuten. Da lädt er dann bis 62% auf und wir kommen in Offenburg dann so an. Das ist ziemlich cool, wie ich finde. So. Das wollte ich euch zeigen, ist mir sehr wichtig gewesen. Was wir jetzt als nächstes machen, ist noch einmal ganz kurz zurück. Hier habt ihr auch noch Medien, Radio und Komfort möchte ich euch noch als allerletztes zeigen. Und zwar habt ihr jetzt das Ambiente-Licht und könnt es hier in sehr vielen Farben einstellen. Einmal hier in Purple oder in Rot oder hier in einem Fine Red. Also hier gibt es echt super viele Auswahlmöglichkeiten. Jetzt wird es blau. Ich hoffe, ihr seht so ein bisschen was. Könnt es auch mehrfarbig animiert. Und hier mache ich jetzt das Car Crash Orange rein. Frag an der Stelle nochmal, ob ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Würde mich tierisch freuen und jetzt fahren wir gemeinsam los und schauen mal, was er so kann. Kommt mit! Wir fahren jetzt gemeinsam los und erstmal Fuß auf die Bremse und hier vorne, wir haben noch einen Start-Stopp-Knopf, fehlt mir ja manchmal so ein bisschen bei anderen Elektroautos. Und jetzt startet der EQB. Checkt auch nochmal, ob hinten alle angeschnallt sind. Ja, Kiddies, alle sind angeschnallt. Und jetzt haben wir ja noch nicht über die verschiedenen Modi gesprochen. Die findet ihr hier. Ihr habt jetzt hier Individual, Sport, Komfort oder Eco. Und was kann man jetzt hier alles einstellen? Das schauen wir am besten mal bei Individual und hier drüben auf den Einstellungen. Und da könnt ihr jetzt Antrieb einstellen, auf Eco, Komfort oder sportlich und das Fahrwerk komfortabel oder sportlich. Es gibt übrigens zwei Fahrwerksvarianten, einmal das normale Komfortfahrwerk oder eben das adaptive, das haben wir jetzt in dem Fall, heißt, ihr könnt es Komfort oder sportlich wählen, nicht komfortlich. Zurück haben wir dann hier auch nochmal eben die Lenkung, die sich anpasst und auch das ESP. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal als allererstes gemeinsam mit Sport an. Das ist ganz gut, Mercedes-typisch. Ziehen wir jetzt hier nach hinten, sind auf D, können hier vielleicht auch jetzt auf OK drücken, dass das da vorne weggeht und fahren jetzt mal gemeinsam los.
Wir haben jetzt hier die größte Motorvariante, die ihr beim EQB bekommt. Heißt 292 PS und 520 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und da schauen wir jetzt mal, wie die 6,2 Sekunden auf 100 sich anfühlen. Dafür drücken wir jetzt mal auf die Bremse und beschleunigen gemeinsam durch. Ja, fast 100, muss jetzt hier bremsen, leider klappt es nicht ganz. Wir sind hier übrigens auf einer Teststrecke, deswegen keine Angst, dass ich hier jetzt irgendwie so auf der Straße fahre. Das geht schon verdammt schnell, macht auch absolut Spaß. Und wenn ich jetzt hier so ein bisschen stärker in die Kurve fahre, haben wir hier weder Nicken noch Wanken. Die Bremsen waren jetzt gerade da, es war alles sehr verlässlich. Also sportlich hat auf jeden Fall einen sehr, sehr krassen Antritt. Wenn wir jetzt hier mal zurückgehen, sind wir hier auf komfortabel und dann passen sich eben hier diese Sachen an, die Lenkung, das ESP, Fahrwerk und auch eben der Motor. Wir hören ja die ganze Zeit nichts, das heißt, man kann hier keine Soundanpassungen oder sowas fühlen, aber was man fühlt, ist, dass das Fahrwerk eben noch komfortabler ist. Und wichtig bei dem EQB ist, und das möchte ich euch auch mitgeben, das ist ein sehr komfortables Fahrgefühl. Generell, egal ob ihr sportlich seid oder nicht, man hat hier eine angenehme Sitzposition, man hat eine gute Rundumsicht. Einzige Kritik ist, beim 7-Sitzer habt ihr hinten ja dann noch die 2 Kopfstützen. Wenn man die hoch macht, sieht man nicht so gut raus, aber bei dem Fall jetzt hier als 5-Sitzer ist es absolut kein Problem. Und jetzt ist natürlich interessant, ich würde euch gerne die EQ-Anzeige reinmachen, das machen wir jetzt mal hier gemeinsam. Drücke auf EQ und habe jetzt die Energieflussanzeige hier drin. Und ihr seht jetzt, der Akku gibt Energie an den hinteren Motor. Heißt, er ist generell hecklastig angetrieben. Wenn ich jetzt hier, oder ausgelegt, wenn ich jetzt hier runtergehe, haben wir eine Rekuperation und die beiden Motoren speisen wieder zurück, also Energie zurück in den Akku. Und ein großer Vorteil ist, und warum der jetzt auch mehr Reichweite hat als der EQA beispielsweise, ist, dass wir genau 2 Motoren haben, die beide rekuperieren können und auch aufeinander abgestimmt sind. Heißt, wir fahren teilweise mit Allrad, teilweise aber eben auch hecklastig angetrieben. Jetzt ist interessant zu wissen, dass ihr ja auch verschiedene Rekuperationsstufen habt. Die kann man hier einstellen. Da unten seht ihr es, das ist D+, D oder D-. Und bei D+, ich beschleunige mal, haben wir jetzt eine stärkere Rekuperation. Wenn ich ein D- gehe, wird sie schwächer und so wird sie eben dann ganz stark. So. Das ist interessant zu wissen, damit könnt ihr eben selbst auch nochmal beeinflussen, wie weit ihr rekuperieren wollt oder nicht, vor allem wenn man in der Stadt unterwegs ist. Falls ihr das aber viel zu stressig findet, würde ich einfach dem Mercedes überlassen, bzw. dem EQB, dass der selbst entscheidet mit der intelligenten Navigation, wie er zu rekuperieren hat. Dafür müsst ihr aber jedes Mal eben das Navi reinmachen. So. Jetzt haben wir da vorne Rekuperation besprochen, vielleicht dann noch ganz kurz für euch zur Info, was bedeutet Rekuperieren eigentlich? Der Elektromotor, also die beiden Elektromotoren, können gleichzeitig oder auch als Generator dienen und den Akku eben wieder aufladen. So, jetzt haben wir es nochmal gesagt. Jetzt ist interessant zu wissen, wie weit sind wir denn gekommen in unserem Alltagstest und was haben wir verbraucht. Heute haben wir jetzt gerade 5 Grad, wir haben bei 8,5 Grad angefangen, wir sind 380 Kilometer weit gekommen. So. Knapp über 400 ist er ja angegeben nach WLTP und wir hatten einen Verbrauch von 19,5 Kilowattstunden. Das ist ganz gut und wenn man sich beispielsweise so Plug-in-Hybride mal vornimmt, die haben auch so einen hohen elektrischen Verbrauch, obwohl ihr dann eben noch den Verbrenner mit dabei habt. Deswegen ist es eine gute Alternative und vor allem mit der Reichweite muss man auch nicht so oft im Durchschnitt tanken. Dann habt ihr noch verschiedene, oder laden, dann habt ihr noch verschiedene Assistenzsysteme, die könnt ihr hier einstellen. Hier haben wir beispielsweise einen Limiter oder einen Spurhalteassistent. Ich kann den jetzt hier einstellen, der hält mir dann die Spur und eben dann auch die Geschwindigkeit, die ich eingestellt habe. Wenn ich jetzt hier nochmal geradeaus fahre, zeige ich euch das vielleicht nochmal auf gerader Strecke. Und das ist echt schon ziemlich gut. Ich muss den jetzt hier wieder reinmachen. Ja, nochmal. Mach den jetzt nochmal rein. Das ist jetzt hier in den kurvigen Straßen ein bisschen schwierig. Ich mache es mal da vorne bei der Gerade. Und mit den Assistenzsystemen könnt ihr eben teilautonom im Level 2 fahren und könnt quasi dann die Hände vom Lenkrad nehmen. Jetzt machen wir das nochmal. Heißt, ich drücke jetzt hier nochmal drauf. Habt jetzt hier den Limiter drin. Ich möchte aber hier den Tempomat drin haben und kann jetzt hier auf 30 km/h machen. Und ihr seht, der fährt von allein und hält auch die Spur. Mal schauen, was jetzt bei der Kurve passiert. Na, macht das mit? Nee, macht er nicht ganz mit. Sollte aber funktionieren, wenn man hier eben die Spurhalteassistent richtig einstellt. Hier könnt ihr dann eben auch noch die 3 Stufen einstellen, je nachdem wie viel Abstand ihr zum Vordermann halten wollt. Und ihr habt hier auch eine Müdigkeitserkennung, unter anderem, wenn ich jetzt hier draufklicke, habt ihr hier die ganzen Assistenzsysteme vorne. Kamera parken, habt ihr noch Verkehrszeichenassistenten, aktiven Bremsassistent, Tension Assist und auch noch eine Ampelansicht, einen aktiven Tot- und Winkelassistent. Also alles für teilautonomes Fahren Level 2. Dann bleiben wir jetzt noch kurz stehen, denn ich würde euch gerne noch die Rückfahrkamera zeigen. So sieht die aus, könnt ihr dann hier eben dann nochmal nach hinten zeigen lassen. Da geht es dann auf. So habt ihr sie dann auch nochmal. Es gibt auch noch die Option von einer 360-Grad-Kamera. Und dann ist die nächste Sache, die ich euch gerne zeigen würde. Herr Mercedes,
Was kann ich für dich tun? Navigiere nach Hamburg. Die Route zum Ziel Hamburg wird berechnet. Okay, das dauert jetzt kurz, bis es berechnet ist. So lange fahren wir vielleicht noch ein bisschen weiter hier auf unserem Rundkurs, weil ich möchte euch noch eine Sache zeigen. Schaut mal, der sagt mir jetzt, wo ich abbiegen soll. Ich wende jetzt hier vielleicht nochmal. Und das ist vielleicht auch noch interessant. 11,7 Meter Wendekreis ist echt gut. Schaut mal, ich habe hier eine Kamera und die zeigt mir jetzt ganz genau, wo lang geht's, Jessie. Du bist ja mega verpeilt. Ich habe es hier gerade genau auch schon gezeigt im Innenraum. Hey Mercedes, was kann ich für dich tun? beende die Navigation. Okay, ich beende die Zielführung. Heißt, hier funktioniert auch alles eben mit Sprachsteuerung. Und eine letzte Sache, die ich noch sehr, sehr witzig finde. Hey Mercedes, Ja, bitte. wie macht ein Löwe? Ja, da kriegt man auf jeden Fall auch die Kinder gut unterhalten auf einer längeren Fahrt. Was wir jetzt machen, ist zurückfahren und dann gibt es noch ein kurzes Fazit. Kommt mit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und erstmal ist natürlich die Frage, um was geht's eigentlich beim EQB? Ja, einerseits geht es natürlich darum, man kann rein elektrisch fahren, bis zu 7 Sitze. Gibt noch gar nicht so viel Konkurrenz aus das Tesla Model Y. Und es geht aber auch darum, dass man sehr viel Platz hat. Und ich finde, das haben die Leute von Mercedes geschafft. 1710 Liter Platz ist einiges. Wir können bis zu 5 Kinder damit transportieren, wenn man damit auf einen Kindergeburtstag geht oder mal die Kinder irgendwie gemeinsam auf dem Spielplatz mit ihren Freunden wollen, kriegt man das damit auch auf jeden Fall sehr gut hin. Ladeleistungen sind auch okay. Natürlich kann man kritisieren, Tesla kann man bis 250 kW laden, hier jetzt in dem Fall nur eben bis 100 kW DC. Kleiner Kritikpunkt natürlich, aber ich finde, dafür ist hier die Materialanmutung, die Geräuschdämmung, vor allem auf der Autobahn, deutlich besser als bei Tesla. Wir sind jetzt heute 380 Kilometer damit weit gekommen. Das ist eine ganz gute Reichweite. Damit muss man als Durchschnittspendler ungefähr 3 bis 4 Mal im Monat laden. Das ist auch in Ordnung. Und es ist vor allem auch für die Langstrecke geeignet, denn ich habe ja hier dieses intelligente Navi drin. Heißt, das plant für mich die Ladestops, das plant für mich alles, was kompliziert ist und eigentlich ätzend ist am Elektrofahren. Und das finde ich gut, weil Mercedes nimmt es einem dabei ab. Und wenn wir jetzt hier vorne stehen, geht es natürlich auch um den Preis und den weiß ich leider zum aktuellen Status Anfang November noch nicht. Die Verkaufsfreigabe wird am 24. November stattfinden, aber ich habe schon eine Vermutung. Und zwar wird er ungefähr bei 50.000 € als frontangetriebene Version beginnen und so wie er jetzt hier dasteht, wird er wahrscheinlich ungefähr bei Ende 50.000 beginnen. Falls euch das zu teuer sein sollte, dann könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch und Anbieter wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan, der hinter der Kamera immer steht, oder mir. Abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!